Hallo Leute, heute gehe ich ein bisschen Make-up kaufen. Ich dachte, es ist eine sehr gute Gelegenheit, dass wir zusammengehen und die Namen von Kosmetikprodukten auf Deutsch lernen. In einem früheren Video haben wir die Drogerieprodukte bei DM zusammen gelernt. Wenn ihr das Video nicht gesehen habt, schaut es euch unbedingt an. Es ist voller nützlicher Vokabeln. Also kommt, wir gehen rein und fangen an. Also, falls ihr mich nicht kennt, mein Name ist Mohadese Mohi. Ich komme aus dem Iran, aber ich bin Deutschlehrerin und hier in diesem Kanal sprechen wir über verschiedene Themen auf Deutsch und versuchen unsere Sprachkenntnisse durch Zuhören, Zuschauen, Sprechen und Genießen zu verbessern. Falls ihr an solchen Inhalten interessiert seid, bitte vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Dankeschön! Ich bin heute ja gekommen, um eine neue Foundation zu kaufen. Wir fangen dann mit der Foundation an. Sie ist also die Basis des Make-ups auch, ja? Wenn wir den Primer mal außer Acht lassen. Die Auswahl an Kosmetikprodukten ist riesig. Okay, Foundation. Also das passende Verb dazu ist Foundation auftragen. Ich trage Foundation auf. Das hier war meine alte Foundation, die ist fast leer. Sie hatte eine sehr gute Deckkraft, aber für mich war sie ein bisschen zu schwer, weil ich mich nicht so oft schminke und eher ein natürliches, leichtes Make-up bevorzuge. Das hier sind Rouge-Produkte. Das passende Verb ist Rouge auftragen. Ich trage Rouge auf. Das hier sind Lippenstifte. Der Lippenstift. Lippenstift benutzt man mit dem Verb auftragen auch. Zum Beispiel, ich trage Lippenstift auf. Lidschatten gibt es hier in verschiedenen Farbtönen. Das hier ist zum Beispiel eine Mini-Lidschattenpalette. Lidschatten tragen wir auch auf. Das hier sind Concealer, um die Augenpartie oder andere Bereiche des Gesichts aufzuhellen. Wir tragen Concealer auf. Das hier sind bunte Eyeliner-Stifte oder Kajalstifte. Einen Kajalstift zieht man. Eyeliner ziehen wir auch. Oh, sehr gut. Sie sind auch wasserfest und wischfest. Oh, sehr gut. Ich habe heute auch einen dünnen Eyeliner gezogen. Das hier sind Bronzer, um bestimmte Gesichtspartien dunkler zu machen. Das Verb ist Bronzer auftragen. Auftragen. Und das hier sind Augenbrauenprodukte, zum Beispiel Augenbrauenstift. Es gibt auch Augenbrauenpuder. Die Verben sind Augenbrauen schminken oder Augenbrauen nachzeichnen. Und das ist eine Wimpernzange für die Wimpern. Man kann sagen, die Wimpern mit einer Wimpernzange formen oder einfach die Wimpern kellen, ja? Sie sind künstliche Wimpern, aber heutzutage sagen wir einfach Fake Lashes, okay? Die tragen wir oder kleben wir auf. Und das hier sind verschiedene Mascaras oder Wimperntuschen, um die Wimpern zu verlängern oder dunkler zu machen. Wir sagen Mascara auftragen. Ich trage Mascara auf. Okay, Make-up Sponge, Beauty Blender oder einfach Schwamm, ja? Die sind Schwämme, um Foundation aufzutragen.
Und das hier sind verschiedene Pinsel, zum Beispiel für Lidschatten, zum Konturieren, für Rouge und so weiter. Ja, wir haben Make-up-Pinsel, Puderpinsel, Foundation-Pinsel, ja, und so weiter. Hier gibt es natürlich viele Parfüme von bekannten Marken aus der ganzen Welt. Wir sagen sich Parfüm auftragen oder sich Parfüm aufsprühen. Ja, man sagt auch Parfum manchmal, das ist die französische Aussprache. Was ist euer Lieblingsduft? Hier riecht es stark nach Parfüm, ein bisschen überwältigend. Oh, und Nagellack zum Lackieren der Nägel. Also lasst ihr euch eure Nägel machen oder lackiert ihr sie selbst? Ich lackiere meine Nägel immer noch selbst. Ich bin jetzt in den 2. Stock gegangen, um meine Sachen zu bezahlen. Hier gibt es viele Hautpflegeprodukte, deren Vokabeln wir schon zusammen gelernt haben. Okay, ich gehe jetzt bezahlen, dann gehen wir. Okay, ich bin nach Hause gekommen und jetzt möchte ich euch etwas Wichtiges über das Verb sich schminken erklären. Okay, wir sagen, ich schminke mich. Okay, das Verb ist sich schminken, das ist ein reflexives Verb und das bedeutet im Allgemeinen Make-up machen. Okay, also wenn wir sagen, ich schminke mich, sagen wir nur, dass wir uns schminken, ohne zu sagen, welchen Körperteil, welchen Teil. Okay, wenn wir den Körperteil auch sagen möchten, dann benutzen wir sich schminken, aber im Dativ. Ich meine, ich schminke mir die Augen. Ich schminke mir die Lippen. Okay, so ich schminke mich die Lippen, das ist total falsch. Ich schminke mir die Lippen. Das bedeutet, ich schminke meine Lippen. Ich schminke meine Augen. Ja, ich schminke mir die Lippen. Ich schminke mir. Das bedeutet, ich mache meine Lippen, okay? Also in der Umgangssprache sagt man nur, ich mache meine Lippen. Ja, das bedeutet zum Beispiel, ich trage Lippenstift auf. Aber wenn wir das mit sich schminken sagen wollten, dann sollten wir das so benutzen, okay? So, ich schminke mir die Augen, aber ich schminke mich. Ich hoffe, meine Erklärungen waren vollständig. Und mir ist nur aufgefallen, als ich nach Hause gekommen bin, dass wir über ein paar Dinge nicht gesprochen haben. Zum Beispiel über das Konturieren des Gesichts, okay? Also zum Beispiel, ich konturiere, ja, mein Gesicht. Also das Gesicht konturieren. Und das hier ist eine Pinzette für die Augenbrauen. Auf Deutsch sagt man, ich zupfe mir die Augenbrauen. Ich zupfe mir die Augenbrauen mit einer Pinzette. Und das hier ist ein Fixierspray, okay? Damit fixieren wir unser Make-up. Wir fixieren unser Make-up. Okay, das war dann alles. Und sagt mir mal, schminkt ihr euch jeden Tag oder habt ihr eher keine Lust dazu? Ich selbst schminke mich nicht so oft, außer wenn es ein besonderer Tag ist, ein Video für euch mache oder wenn ich einfach Lust darauf habe. Und ihr? Übrigens habe ich in einem anderen Video auch ausführlich Vokabeln rund um Haare erklärt. Ja, nach dem Schminken stylen wir natürlich unsere Haare. Ja, wir kämmen sie, wir föhnen sie, wir glättern sie, wir locken sie oder wir binden sie zusammen. Ja, verpasst dieses Video auch nicht. Und wenn euch dieses Video gefallen hat und es hilfreich für euch war, bitte vergesst nicht, es zu liken und den Kanal zu abonnieren. Dankeschön!
und tschüss.